Konnichiwa, meine Anime- und Game-Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir spielen das Add-on. So, also das zweite Add-on, Blood and Wine. Ich hätte es mal vorher sagen sollen. Jedenfalls, wir sind jetzt hier stehen geblieben. Ich habe ja ein bisschen vorher den Part gecuttet, damit es nicht zu lang ist. So, und dann machen wir gleich mal direkt hier weiter. Und zwar, das erste Opfer. Was wissen wir darüber? How did it start? Who was the first victim? Crispy was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. Okay. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Okay, und das zweite Opfer, erzähl mir mal mehr davon. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. Die Opfer waren beide ältere Ritter. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Die Opfer hatten ja viele Gemeinsamkeiten. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if the Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Wenn der eine geizig war, dann ist Großzügigkeit ja nicht dann das Richtige. Vielleicht haben die da irgendwie das Gegenteil, sind die das Gegenteil davon und dann werden die dafür umgebracht oder so? Warum gerade diese Tugenden? 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven.
According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. How we truly came to espouse them, none remember. In Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Okay. Das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Genau. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the fourth virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Ach du Kacke. Milton, er ist in Gefahr. Ritterschar? Was heißt das? They were a team? They were close friends, tightly knit, and as such earned the trust of our father, the Duke. We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's a lead, I'm sure. Wir müssen Milton finden. Your Grace, we need to find Milton immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. Ist nicht dein We Ernst? must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. Okay, sie scheint eine weise Frau You, zu sein. Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Okay. Die scheint auf jeden Fall auch was drauf zu haben. Your Grace! LOL. Okay. Ich dachte, er pfeift jetzt wegen ihr. Na, hallo. Your Highness, Mind it doesn't get wrinkled. Onward! What the fuck? Die Frau ist doch heiß. Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Warum guckt der so komisch? Alles klar. Also diese Herzogin ist... die gefällt mir. Die ist jetzt irgendwie sehr sympathisch, weil die jetzt nicht so... weiß nicht. Wie soll man sagen? Die ist nicht so abgehoben. Okay, sie ist schon... Man merkt, dass sie adlig ist, aber sie macht halt trotzdem mit und zerreißt ihre sehr wertvollen Kleider, um auf dem Pferd raufzugehen und zu reiten. Sowas finde ich ziemlich cool. Also legt sie nicht so viel Wert auf ihre Sachen. Und sie möchte nicht das, was in ihrem Palast passiert, kein Mord und sonstiges.
Die kümmert sich sozusagen um ihre Leute. Vielleicht ist sie eine gute Herzogin, das weiß man nicht. Muss man ein bisschen aufpassen. Weil bei The Witcher darf man niemanden so direkt trauen, weil die spielen manchmal gerne hier ein paar Spielchen. Müssen wir mal gucken. Okay. Okay, die ist auf jeden Fall gut drauf hier. Ist schon geil. Hinten haben wir die Trophäe von diesem, was weiß ich, wie das Vieh nochmal heißt. Was wir am Anfang getroffen haben, im zweiten Part. So, wir steigen mal ab. Hurry. Okay. Sie kann sogar rennen mit diesen Schuhen. Okay. A golden fish and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too. We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. Ob Geralt mit ihr ins Bett steigen wird? Es soll auf jeden Fall so eine Szene geben, aber ich weiß nicht, mit welcher Frau das sein wird, die sich dann anbietet. On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. Ist das eine gute Idee, dass wir uns aufteilen? You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. While I nab the phoenix egg. That will be quickest. Was? Goldener Fisch? Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive. Oh nein! Einfach reinspringen und The finden. unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Okay. Oh Mann. Suche. Also ich muss den goldenen Fisch und nach den Einhorn suchen, also das weiße Pferd da. Ich mach mal, glaube ich, das zuerst mit dem Fisch hier. Ich hasse nämlich Aufgaben im Wasser. Oh, das ist aber so spannend, ey. Unglaublich. Ich finde das richtig spannend, was hier gerade abgeht. Wir müssen jetzt sozusagen schneller sein als der Mörder. Als das Biest. Hallo. Aber ist schon cool, dass sie jetzt hier einfach so mitmacht und schon geil. Also sie gefällt mir bis jetzt. Vom Charakter her. Aber kann sich noch ändern, also abwarten. Boah, das sieht hier echt geil aus. Palastgärten. Okay, eine neue Markierung. Hier schläft einer. So, folgen wir mal dem Fluss hier. Ja, wir schummeln jetzt ein bisschen. Mal gucken. Aber wir müssen die jetzt alle durchsuchen, oder was? Yeah, wir haben's. Aha, ihr kennt mich mal. Wir haben es zuerst gefunden. Ne. Na ihr? Macht Spaß zu schummeln. Ich klaue euch alles weg. Tut mir leid, aber wir müssen hier jemanden retten. Deswegen... Ja. Ich kann nicht auf euch jetzt hier Wert legen. So, jetzt müssen wir das Einhorn fangen. Oder finden.
Ach Mann, ey, warum muss das dann so eine bescheuerte Aufgabe sein? Häschen-Sachen. Also er versteckt sich mit einem Häschenkostüm irgendwo. Das ist nicht so super. Da ist das verkleidete Einhorn. Ich habe jetzt eher gedacht, das gibt's wirklich ein Einhorn. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Und Geralt? Schaffst du es? Natürlich nicht. Ich dachte, es ist ja so episch, dass er es schafft. Finde Leckerchen. Okay. Keine Ahnung, was soll ich denn jetzt hier finden? Rufst du mich nicht an? Roach won't eat bread either, except if it's stale. Vielleicht hier drinne? Roach likes carrots. Maybe unicorn. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzug. Okay. Oh mein Gott, ey, das ist so bescheuert. Korb mit Karotten. Oh mein Gott. Lol. Habe ich die? Ich habe die noch, oder? Ja, okay. Oh, das wollte ich jetzt nicht machen. What would you say to a delicious crunchy carrot? Na du, komm mal her. Oh, wie süß. Ich habe den fast umgebracht, aber okay. Jetzt haben wir das Einhorn. Oder? Easy. Yeah, Stufe 41. Super, wir treffen uns jetzt mit der Herzogin. Geil, ich kann sogar auf das Einhorn rauf. Let's go. Der Hinweis, ich möchte mal lesen. Die Maus sieht anfangs wie Hartkäse aus. Geil. Toll. Das soll mir jetzt helfen. Bist du eine Maus? Bist du eine Maus? Giddy up. Cool, wir haben ein neues Pferd. Iha. Sie schon da? Steig mal ab. Dankeschön, mein Freund. Na gut, ich mache jetzt aber hier erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann treffen wir uns mit der Herzogin. Dann gucken wir uns mal die Hinweise genauer an und suchen dann unseren Freund und können ihn hoffentlich retten. Also schaltet dann wieder ein und bis dann.